ich sagen, starten wir. Sehr geehrte Gäste, liebe Journalistinnen und Journalisten, ganz herzlich willkommen zur Eröffnung der Grinding Hub 2024. Wir haben heute das Format ein wenig geändert und kombinieren die offizielle Eröffnung mit der Eröffnungspressekonferenz hier in der Halle. Und dabei lernen Sie dann auch gleich unser Grinding Hub Forum kennen, auf dem sich hier in den kommenden Tagen ein sehr interessantes Programm abspielen wird. Also, a very warm welcome to our guests from outside Germany. If you need a translation, please use our interpreter service. You will find the technical equipment over here. Mein Name ist Silke Becker, ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim VDW und wir sind gemeinsam mit der Landesmesse Stuttgart Veranstalter dieser Messe. Und ich habe heute die Freude, Sie durch die Eröffnung begleiten zu können. Steigen wir gleich ein ins Programm und begrüßen herzlich die Redner der heutigen Veranstaltung. Allen voran Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg. Herr Staatssekretär, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und ich darf verraten, dass Sie sich auch schon einen persönlichen Eindruck von der Messe gemacht haben im Rahmen Ihres Messerundgangs. Dazu kommen wir sicher später nochmal. Dann haben wir die Perspektiven heute einmal herumgedreht und haben zwei Anwender von Schleiftechnik gebeten, einmal ihre Sicht zur Schleiftechnik und zur Grinding Hub darzustellen. Herzlich willkommen, Björn Köbler und Armin Ranzenberger, Geschäftsführer Köbler Zersparen und Rundschleiftechnik. Doch zunächst darf ich Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Landesmesse Stuttgart, und Dr. Markus Hering, Geschäftsführer des VDW, für die Begrüßung nach vorne bitten. Bitte sehr. Ja, funktioniert das Mikro? Ja, es funktioniert. Herzlichen Dank, Frau Becker. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Rapp, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des VDW darf ich Sie recht herzlich hier begrüßen auf der Grinding Hub 2024 und ich freue mich sehr, dass wir als VDW gemeinsam mit der Landesmesse Stuttgart dieses Projekt durchführen dürfen und darf jetzt schon an dieser Stelle meinen Dank an Herrn Bleinroth, Geschäftsführer der Landesmesse Stuttgart, aussprechen und ihm zunächst mal das Wort erteilen. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite jetzt nochmal die herzliche Begrüßung. Und mein Redetext, der ist jetzt eigentlich schon weg, weil ich hatte die ganze protokollarische Begrüßung jetzt noch vor mir hier stehen. Das ist aber schon fast umfassend passiert. Deswegen beschränke ich mich nur noch auf die jetzt noch nicht genannt wurden. Und da ist natürlich ganz vorne mal der Dr. Hering zu nennen, der Geschäftsführer des VDW und hier unser ganz besonderer Partner bei dieser Messe. Ebenfalls der Herr Blätter von Swissmem, der hier ein Gründungsmitglied ist, ein weiterer wichtiger Partner dieser Messe. Ohne die beiden ständen wir gar nicht hier. Die anderen Kollegen, Ranzenberger und Köbler, sie wurden gerade schon begrüßt. Dennoch ganz herzliches Willkommen. Das konsularische Korps steht hier auch noch auf meiner Liste. Ich sehe jetzt nicht allzu viele davon, aber doch, wir haben sie. Deswegen ein ganz herzliches Willkommen an das konsularische Korps, Medienvertreter, Ausstellerinnen und Aussteller natürlich auch. Um mich kurz zu fassen, wir stehen zum zweiten Mal hier. Vor 2 Jahren durften wir das erste Mal hier eine Grinding Hub feiern. Es war toll, es hat viel Spaß gemacht, es war erfolgreich. Und das ist bei einem Neuprodukt ja nicht unbedingt garantiert. Es war eine sehr große Vielfalt dieser Spitzentechnologie, die hier gezeigt wurde. Und es wurde vom Markt, sprich von den Besucherinnen und Besuchern, sehr gut angenommen. Dieses Jahr ist alles noch ein bisschen besser. Also noch ein bisschen größer, mehr Flächen, eine Halle mehr Aussteller, 480 Aussteller, das sind über 110 mehr als letztes Jahr. Besucher werden wir natürlich noch abwarten.
Die Prozessketten im Schleifen sind hier komplett dargestellt. 40 Sektoren sind da, Innovation, Innovationsforum, Start-up-Forum, also wirklich alles um dieses Thema Schleifen, Schleiftechnologie herum ist dargestellt. Das macht diese Messe relevant, das macht diese Messe so wichtig als Schaufenster für diese Industrie. Deswegen freuen wir uns ganz herzlich, dass wir das mit Ihnen zusammen organisieren durften. Deswegen nochmal an unsere Partner VDW, Swissmem, ganz herzlichen Dank. Nur gemeinsam haben wir das hier so schaffen können. Und in dem schwierigen Umfeld, in dem der Maschinenbau ja nun mal ist das, glaube ich, ein besonderes Highlight, dass hier so viele positive Dinge zu vermelden sind, dass so viele positive Wachstumsimpulse hier gerade jetzt schon zur Eröffnung zu nennen sind. Da muss irgendwer was richtig gemacht haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank, Herr Bleinroth. Ja, Grinding Hub 2024. Ich freue mich wirklich sehr auf eine hoffentlich erfolgreiche Messewoche hier in Stuttgart. Und das, was wir bisher an Vorzeichen haben, ist wirklich außerordentlich positiv. Sowohl auf der Besucherseite die Voranmeldung als auch die Aussteller eine rundherum gelungene Geschichte bis hierher. Und deshalb, glaube ich, können wir zu Recht die Grinding Hub als den Branchentreff für die Schleiftechnik bezeichnen. Das zeigen die Daten und Fakten dieser zweiten Ausgabe mehr als deutlich. Wir haben, jetzt muss ich Herrn Leinroth berichtigen, leicht korrigieren, wir haben rund 500 Aussteller insgesamt. Es sind noch einige Unteraussteller dazugekommen, sodass die Zahl noch etwas nach oben korrigiert wurde. Aus über 30 Ländern hier in Stuttgart zu Gast. Und mehr als die Hälfte, also über 50%, kommen von diesen Ausstellern aus dem Ausland. Und wir belegen in der Summe rund 41.500 Brutto-Quadratmeter in jetzt 4 Messehallen auf dem Gelände. In der Veranstaltung vor 2 Jahren waren wir noch in 3 Hallen. Und auch das Spektrum, was wir hier zeigen können, hat sich auf mehr als 40 Produktsektoren erweitert. Diese Zahlen bedeuten Zuwachs in allen Kennziffern, wie Herr Bleinroth auch schon gesagt hat. Damit ist unser Anspruch, als wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben, nämlich die gesamte Prozesskette der Schleiftechnik und diese ausschließlich abzubilden, auf der ganzen Linie erfüllt. Die Aussteller können sich somit auf der wichtigsten Plattform der Branche mit allen wichtigen, auch internationalen Teilnehmern, Wettbewerbern messen. Und die Fachbesucher dürfen erwarten, dass sie hier, wie nirgendwo anders, die kompetentesten Angebote, Ansprechpartner und Lösungen finden. Die Schleiftechnik als ein Bereich im Werkzeugmaschinenbau gehört zu den wichtigsten Bearbeitungsverfahren, die wir in der Werkzeugmaschinenindustrie haben. Und Deutschland spielt hier als Anbieter und Abnehmer in der Top-Liga der Branche ganz vorne mit. Nicht zuletzt deshalb hat sich die Grinding Hub als der internationale Treffpunkt für die Industrie hier in Stuttgart angesiedelt. Im vergangenen Jahr, jetzt muss ich leider mal ein paar Zahlen Ihnen übermitteln, aber das unterstreicht nochmal die Bedeutung und die Wichtigkeit. Im vergangenen Jahr hat die Schleiftechnik mit einer Produktion von rund 1,1 Milliarden Euro und einem Zuwachs von 14% hierzulande ein gutes Ergebnis erzielt. Ähnlich entwickelt sich auch der Verbrauch mit plus 10%. Export und Import sind gleichermaßen gut gelaufen mit plus 15 bzw. plus 11%. Das waren die Zahlen aus dem Vorjahr. Und angesichts dieses überaus positiven Ergebnisses im letzten Jahr muss ich leider sagen, dass die aktuelle Lage bei weitem schlechter aussieht und nicht so rosig aussieht wie das. Schon im letzten Jahr, also seit Anfang 2023, sind die Aufträge rückläufig. Das, was wir letztes Jahr noch als Umsatz hatten, waren noch bestehende Aufträge, Altaufträge, die wir noch abgewickelt haben. Ende des Jahres stand 1/5 weniger Bestellungen in den Büchern als ein Jahr zuvor. Das hat sich im ersten Quartal 2024 leider fortgesetzt. Ende März musste ein weiteres Minus von 41% notiert werden. Getrieben von dem besonders starken Rückgang der Auslandsbestellungen. Es gibt natürlich auch einen Basiseffekt, denn der März 2023 lag ausnahmsweise auf einem hohen Niveau
und brachte das zweitstärkste Monatsergebnis im vergangenen Jahr. Das Inland hat sich im ersten Quartal mit -16 noch vergleichsweise positiv entwickelt und gut geschlagen. Bei all den negativen Indizes zeigen sich jedoch erste schwache Hoffnungsschimmer, unter anderem oder besonders, wenn wir uns mal das Geschäftsklima in der Werkzeugmaschinenindustrie insgesamt anschauen. Die Erwartungen der Hersteller haben im März einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Dies signalisiert für die kommenden Monate zumindest Ansätze einer Stabilisierung. Ein weiteres positives Zeichen sendet der zweitwichtigste Abnehmer, der Maschinenbau insgesamt. In der vergangenen Woche sprach der VDMA von einer Bodenbildung der Auslandsnachfrage und einer Seitwärtsbewegung im Inland. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Prognose für das BIP im Inland leicht auf 0,2% Wachstum erhöht worden ist. Diese Entwicklung gilt es aufzunehmen und zu verstärken. Dazu kann und wird die Grinding Hub hoffentlich ihren Beitrag leisten. Die hier vorgestellten Neuheiten, und wir haben auf dem Rundgang ja einige uns zeigen lassen, können Investitionen ankurbeln und dafür sorgen, dass mehr Effizienz bei den Anwendern zum Tragen kommt und damit insgesamt die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt. Die Aussteller, darunter alle Marktführer der Branche, werden ein attraktives Angebot präsentieren, das die ausführliche Darstellung der wichtigen Trends sicherstellt. Die wichtigen Trends, das sind Automatisierung und Digitalisierung, das Thema Fachkräftemangel und damit einhergehend das Thema Nachwuchsförderung sowie die Erschließung neuer Kundengruppe und Märkte. Zusätzlich haben wir ergänzend zum Ausstellerangebot begleitende Rahmenveranstaltungen vorbereitet. Nachfolgend möchte ich Ihnen hierfür einige Beispiele nennen. Wenn es um die nächste Generation von Schleiftechnik geht, empfiehlt sich der Besuch des Grinding Solution Parks Wissenschaft in Halle 10, Stand D20. Dort stellen Institute ihre aktuellen Projekte in der Schleiftechnik vor. Ziel ist es, den Schritt aus dem Forschungslabor in die industrielle Praxis zu machen. Die Grinding Hub ist dafür die ideale Möglichkeit, treffen hier doch Spitzenforscher auf das Who is Who der industriellen Praxis. Thematisch geht es unter anderem um Vernetzung, neue Werkstoffe, Prozesssicherheit, Machine Learning, nachhaltige Fertigung, digitale Prozessintegration oder innovative Werkzeugkonzepte zur Oberflächenfeinstbearbeitung. Wie in vielen anderen Branchen ist auch das Thema Nachhaltigkeit ein Top-Thema, denn die Schleiftechnik benötigt viel Energie und verschleißt viel Material. Ja, manchmal gibt es Durchsagen, die sind so wichtig, da muss man eine Pause machen. Ja, im Grinding Solution Park Wissenschaft stehen Expertinnen und Experten des IWF Hannover, der Inspire AG aus Zürich, des ISF Dortmund, des IWF Berlin und schließlich des MIT Aachen für die Diskussion zur Verfügung. Alle diese Institutsnamen stehen für wirklich hohe Kompetenz im Bereich der Schleiftechnik. An dieser Stelle gehört auch der Hinweis auf den UMATI-Stand in Halle 9 D21 dazu. Die meisten von Ihnen werden unsere Konnektivitätsinitiative kennen. Der VDW hat diese 2017 gegründet und führt sie seit 2020 gemeinsam mit dem VDMA durch. UMATI zielt ab auf die reibungslose, durchgängige Kommunikation aller Maschinen und Komponenten in der Fabrik mit einer gemeinsamen Sprache auf der Basis von OPC-UA aus. Mittlerweile sind 50 Spezifikationen im Maschinen- und Anlagenbau in Bearbeitung für die verschiedenen Anwendungsfälle. Knapp 10 Branchen haben ihre Spezifikationen bereits in die UMATI-Initiative eingebracht. Dort arbeiten mittlerweile fast 360 internationale Partner, Maschinenhersteller, Forschungsinstitute und Verbände am Beweis, dass die Kommunikation auf der Basis offener, unabhängiger Standards ein Erfolgsmodell ist.
zentrale Anlaufstelle für alle Informationen rund um das Thema OPCOA-Einsatz und OPCOA-Technik ist unser UMATI-Stand. Besucherinnen und Besucher können sich hier von den Vorteilen der gemeinsamen Sprache eben auf OPCOA-Basis in der Produktion überzeugen. Mit Neuheiten warten auch die Aussteller auf dem Start-up Hub in Halle 7, Stand D50 auf. Der VDW unterstützt wieder junge Unternehmen mit günstigen Konditionen und Bedingungen dabei, im Schleifmaschinenmarkt Fuß zu fassen. Diese Möglichkeit bietet auch die direkt angeschlossene Standfläche Innovation Made in Germany, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird. Die jungen Unternehmen verblüffen unter anderem mit neuen Maschinenkonzepten, Software für automatisierte Beschaffung, neuartige Diamantenbeschichtungen für Schneidwerkzeuge und Verschleißteile, KI-basierter Instandhaltungssoftware oder mit hochgenauer Schneidkantenpräparation bei Zerspanwerkzeugen. Letztere hat maßgeblichen Einfluss auf Präzision, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit eines Werkzeugs. Auch hier gibt es also einiges an Neuheiten, an interessanten Dingen zu sehen. Am 16. Mai um 15:30 Uhr wird der Grinder of the Year in Halle 7, Stand A70, auf dem Stand der Firma Anker gekürt. Vorausgegangen ist ein Wettbewerb seit Anfang des Jahres, bei dem sich Auszubildende, Quereinsteigende, Gesellen bzw. angehende Fachkräfte aus den Bereichen Schleifen in der Metallbearbeitung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerben konnten. In die Endrunde haben es 5 Kandidatinnen und Kandidaten geschafft, die hier auf der Grinding Hub in Stuttgart ihr praktisches Können beim Schleifen eines Werkstücks bzw. Werkzeuges unter Beweis stellen werden. Wer das Rennen an die Spitze dieser ausgewählten Gruppe machen wird, am Donnerstag werden wir es live erleben. Mit dem Wettkampf, und das ist unser Ziel, wollen wir ein starkes Zeichen gegen den Fachkräftemangel und für die Nachwuchsförderung setzen. Denn die Berufe in der Schleiftechnik sind mit ihren technischen Herausforderungen sehr vielseitig und abwechslungsreich. Das gilt übrigens für den Werkzeugmaschinenbau insgesamt oder für den Maschinenbau insgesamt. Ich glaube, wir können da noch einiges bewegen. Wir haben diesen Wettbewerb deshalb gemeinsam mit Enka und der Agentur KSK.com organisiert. Den Protagonisten, den Teilnehmern möchte ich an dieser Stelle schon mal herzlich für ihr Engagement danken. Last but not least ein Hinweis auf unser Forenprogramm, das heute Mittag um 13:30 Uhr an dieser Stelle hier startet. Ergänzend zu ihren Standpräsentationen werden Aussteller ihr Messe-Highlight in jeweiligen 30-minütigen Vorträgen vorstellen und mit den Teilnehmern diskutieren. Die Themen sind bunt gemischt und greifen auf viele der bereits erwähnten Trends auf. Das Forum ist auf jeden Fall eine Fundgrube für neue Ideen und Inspirationen. Nehmen Sie sich Zeit für einen Besuch. Das Programm finden Sie auch auf den Informationsbildschirmen hier in der Halle sowie auf dem Veranstaltungskalender. Zum Abschluss gilt mein Dank allen Partnern, die bei der Realisierung dieser Veranstaltung tatkräftig und mit großem Engagement uns unterstützt haben. Das ist Swissmem als unser Schwesterverband aus der Schweiz und natürlich die Landesmesse Stuttgart als unser Partner hier vor Ort. Vielen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen aus den Häusern für ihr Engagement und ihre hervorragende Kooperation. Mir bleibt noch Ihnen einen erfolgreichen Messebesuch zu wünschen, interessante Begegnungen und gute Gespräche, im besten Fall natürlich auch erfolgreiche Geschäftsabschlüsse. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bleinroth, Herr Dr. Hering, für diese Einführung und die Tour de Raison zur Grinding Hub. Ihre Fragen heben Sie sich bitte auf. Wir haben im Anschluss an die Statements Zeit für eine Fragerunde vorgesehen. Als nächstes darf ich Björn Köbler und Armin Ranzenberger nach vorne bitten. Sie sind aus Weißenburg in Bayern angereist auf Einladung eines unserer Aussteller. Von Ihnen würden wir sehr gerne hören, was Sie von der Schleiftechnik und vom Besuch der Grinding Hub erwarten. Bitte schön.
Jetzt, genau. Ja, hallo? Bitte. Ja, hallo nochmal in die Runde. Sehr vielen Dank, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Wir freuen uns riesig, dass wir hier die Sicht des Mittelstandes präsentieren dürfen im Bereich Anforderungen an die moderne Schleiftechnologie. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Armin Ranzenberger. Zu meiner Linken meine bessere Hälfte, zumindest arbeitstechnisch gesehen, Björn Köbler. Wir sind beide Geschäftsführer eines Familienbetriebes in der 3. Generation. Haben aktuell ca. 30 Mitarbeiter und bieten Komplettlösungen im Bereich der Zerspannung im High-End-Präzisionsbauteilbereich an, das heißt Fertigung von Toleranzbereichen kleiner gleich 5 μ. Genau. Ich darf mal an den Kollegen geben. Ja. Geht das denn? Ja. Hallo, hallo. Okay, man versteht mich. Wie er bereits erwähnt hat, kleines Familienbetrieb mit ca. 30 Mitarbeitern. Thema Anforderungen an die jetzige Schleiftechnologie. Ich möchte hervorheben, dass wir seit Oktober 2023 auch die Anforderungen an unser Leben, an unseren Arbeitsalltag dahingehend angepasst haben, dass wir seit Oktober 2023 eine 4-Tage-Woche eingeführt haben. Aufgrund des Themas Facharbeiter, wie kommen wir an Facharbeiter, wie können wir das umsetzen, denn ohne Fachkräfte wird unser Unternehmen nicht weiter bestehen und auch nicht wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist ein Ding davon, ja. Und hier kommen wir dann eigentlich zu unserem eigentlichen Teil des Beitrags, den wir heute zur offiziellen Eröffnung der Grinding Hub beitragen dürfen. Welche Anforderungen haben wir als Endanwender an die Schleiftechnologie? Genau. So sind wir denn. Also, welche Anforderungen haben wir denn? Also mit den gestiegenen hohen Lebenshaltungskosten, die unsere Mitarbeiter, die wir tragen müssen, mach mal, genau, dann haben wir viele Rüstintervalle, die wir minimieren müssen, also für uns auch effizient gestalten. Wir müssen immer genauer, immer feiner arbeiten. Dann am Ende des Tages müssen wir letztendlich skalieren können von kleinen Stückzahlen auf große Stückzahlen. Und in Summe haben wir natürlich diesen Fachkräftemangel, den wir dann zusätzlich noch bewältigen müssen. Ja, wo sind wir denn? Das Ganze schreit natürlich dann nach einer gewissen Optimierung. Jetzt bin ich leider ein bisschen zweit gerutscht. Okay. Da haben wir uns in erster Linie mal die Präzisionsarbeit in den Vordergrund gestellt. Das heißt, wie gerade schon erwähnt, wir wollen immer genauer, immer günstiger bei relativ hoher Qualität fertigen und das Ganze bei immer weniger Fachpersonal. Das ist natürlich eine Anforderung an die Maschinenhersteller heutzutage, dass man das mit relativ wenig Vorkenntnissen vielleicht trotzdem zustande bringt, ein genaues Bauteil fertigen zu können. Der zweite Punkt, leider, wäre die optimale Kühlmittelzufuhr. Ah nee, so. Das ist eins zu weit. Ja, das springt so arg. Entschuldigung, Sorry. Technik spinnt. Ich glaube, ja, das ist total zeitverzögert. Kann er mir jetzt gerade bloß So kriegt man die 15 Minuten auch rum. Müssen wir uns schicken, müssen wir uns hinterher wieder reinholen. Ja, das ist sehr träge. Jetzt, wenn ich wieder drücke, bin ich wieder zweit. Ja gut, dann reden wir halt einfach so drüber, während er versucht, die Technik neu in den Griff zu kriegen. Thema Effizienz heißt, automatisches Wuchtsystem ist für uns als Firma ganz wichtig, weil wir nur mit dem Wuchtsystem
letztendlich auch Prozesse stabil halten kann. Aufgrund der Unwucht an der Schleifscheibe oder aufgrund der Unwucht an einer Schleifscheibe birgt es natürlich viele Gefahren und Nachteile im Bereich der Prozesssicherheit und kann daher zu nicht fähigen Prozessen führen. Für uns, unsere Kunden fordern teilweise drallfreie Oberflächen, die letztendlich auch durch eine Unwucht an der Scheibe unwissentlich erzeugt werden können, diese Drallbildung. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Punkt, oder? Jetzt wären wir wieder dabei. Armin? Warte mal kurz. Irgendwie reagiert er fast nicht. Okay. Ja, machen wir frei weiter. Also dritter Punkt wäre dann im Endeffekt die Kühlmittelzufuhr. Es ist ganz wichtig, mit neuen erforschten Kühlzuführungsmethoden das Kühlschmiermittel genau dahin zu bringen, wo praktisch die Wärme entsteht beim Schleifprozess. Und das Ganze mittlerweile auch mit einer sogenannten frequenzgesteuerten Kühlmittelpumpe. Das heißt, wir können, wenn wir es nicht brauchen, den Kühlmitteldruck runter reduzieren und somit wären wir auch wieder energieeffizienter, das heißt mit weniger Stromverbrauch unterwegs. Gut. Das war sein Part. Jetzt komme ich zu den flexiblen Messmöglichkeiten. Wir haben gerade erwähnt, für uns bedeutet Effizienz und für den Mitarbeiter vielleicht weniger Aufwand, wenn er nicht dauernd zwischen Qualitätssicherung und Schleifmaschine hin und her springen muss, brauchen wir Maschinen, die flexible Messmöglichkeiten integriert haben. Da rede ich jetzt nicht von dem taktilen Messsystem in der Im-Prozess-Messung. Am Ende des Tages wäre es so, wie man es hier leicht abgebildet sieht, eine Laservermessung. Was wünschenswertes für den Endanwender, weil ich die Möglichkeit habe, unterschiedliche Durchmesser, Längenmaße während der Fertigung zu überprüfen. Für uns ein ganz wichtiger Bestandteil bei der letzten Maschinenanschaffung gewesen. Ja. Technik streikt. Ja, man sieht es jetzt auch hier ganz schön. Ist das Beispiel Schleifen ohne Mitnehmer zwischen Spitzen. Ich habe weniger Rüstaufwand, wenn ich das Ganze mit einem sogenannten Synchronreitstock fertige und kann ja relativ schnell vom Einzelteil auf eine große Serie umstellen, wenn ich da im Anschluss eine entsprechende Automatisation noch mit an die Maschine angebunden habe. Gut. Dieser Synchronreitstock noch ganz kurz, der hat nach bester Möglichkeit auch einen gewissen Hub. Das heißt, ich kann von einem etwas kürzeren auf ein minimal längeres Bauteil ohne viel Rüstaufwand umswitchen und bin sofort wieder im Schleifprozess drinnen. Gut, dann sind wir bei dem Thema einfache und schnelle Einstellungen oder Anpassungen an der Maschine vorzunehmen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Thema Fachkräfte. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir noch einige erfahrene Mitarbeiter im Hause haben, aber deren Zeit ist wahrscheinlich endlich. Deswegen suchen wir nach Maschinen, nach Systemen, die von der Handhabung sehr einfach sind. Muss heute sein wie ein iPhone. Also wenn wir heute einen Zylinderfehler einstellen müssen, dürfen, dann muss das in der Maschinensoftware so gestaltet sein, dass es möglichst einfach ist. Ich bin jetzt nicht der Schleifer bei uns im Haus, das ist eher der Herr Ranzenberger. Deswegen sollte es auch mir gelingen, wenn ihr mir kurz eine Einweisung gibt, dass ich dann mit der dementsprechenden Software und der richtigen Maschine das schnellstmöglich umsetzen kann. Das birgt dann oder bringt uns dann wieder auch einen Schritt nach vorne. Gut, Thema Skalierung wird das nächste sein. Wir bewegen uns ja aktuell in dem kleinen Mittelserien-Bereich, wünschen uns aber, dass das irgendwann mal vom Prototypen zur Serie wird. Und dann müssen wir solche Themen natürlich schnell skalieren können. Gepaart Maschine mit Automation lässt uns das dann relativ schnell skalieren, weil ich kann die Automation abschalten, wenn ich die Prototypen mache und auf einmal kommt da ein Auftrag über 5.000, 10.000 oder 100.000 Stück, dann nehme ich die Automation her, schalte die ein und dann geht's los. Thema Skalierung, für uns auch ein ganz wichtiger Standpunkt. Gut. Wünsche und Anforderungen müsste jetzt als nächstes kommen. Das überspringen wir einfach, weil sonst wird es, glaube ich, zu lang. Wir haben schon gehört, dass wir eine sehr ambitionierte Präsentation gemacht haben. Gut. Weiter. Also Wünsche und Anforderungen. Letztendlich haben wir am Ende des Tages schon alles
erwähnt. Da sieht man es noch einmal kurz im Überblick. Letztendlich steht für uns der Kunde im Mittelpunkt. Man sieht es hier am Ausgang. Aber den Kunden können wir nur zufriedenstellen, wenn wir kurze Rüstintervalle haben, wenn wir leicht skalieren, wenn wir schnelle Anlaufzeiten haben. Die Anforderungen werden immer schwieriger, man muss immer schneller reagieren können und nur dann sind wir hier am deutschen Standort noch wettbewerbsfähig. Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn mir die Technik hilft, dann schon. Wünsche und Anforderungen an zum Beispiel Automation. Also wir bräuchten ein fehlerfreies Handling, um auch sage ich mal, Mitarbeitern den Einstieg zu ermöglichen, vielleicht mit einer automatischen Lageerkennung des Bauteils, um Kollisionen zu vermeiden, wenn das Bauteil verkehrt rum in die Maschine eingebracht wird. Die fehlerfreie Fertigung, das ist natürlich das, was der Kunde erwartet. Wenn es automatisiert ist, ist es in der Regel auch prozesssicherer. Die Messung, Fehler oder Abweichungen werden erkannt und automatisch korrigiert. Das heißt, ich entlaste auch hier meinen Mitarbeiter, der kann sich wieder um das Vorbereiten neuer Aufträge kümmern. Und die Ausgabe, was für den Endkunden sehr wichtig ist, dass wir nie ein fehlerhaftes Bauteil in die Auslieferung bringen und das gar nicht erst montiert werden kann. Gut, dann kommen wir. Willst du noch? Ja, unser Credo, ich lese das jetzt einfach mal vor, den Spagat Tradition und Innovation halten wir nun seit Jahrzehnten. Als Familienbetrieb mit etwa 30 Mitarbeitern produzieren wir für den Sondermaschinenbau, die Medizintechnik, Raumfahrt und andere Industrie, die ein Höchstmaß an Präzision und Qualität verlangen, sind dabei auf Nachhaltigkeit und Qualität aus. Unser Besuch bei der Grinding Hub soll ein weiteres Statement in die Zukunftsentwicklung setzen. Als mittelständischer Betrieb sind wir oft näher am Kunden als große Unternehmen sein können und sind somit an vorderster Front, was die Trends der Zukunft betrifft. Nicht nur mit den Maschinen, sondern auch im Bereich Personal. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir mit den neuen Maschinen unsere Mitarbeiter entlasten können, um das Thema Work-Life-Balance oder was weiß ich was bedienen zu können. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Köbler, Herr Ranzenberger. Ich brauche. Dann darf ich last but not least Herrn Dr. Rapp hier vorne auf die Bühne bitten. Sie waren ja bereits auf der Messe unterwegs und haben verschiedene Stände besucht. Und dann frage ich Sie natürlich, was hat Ihnen am besten gefallen? Bitte schön. Ja, liebe Frau, probieren wir das mal, liebe Frau Becker. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Pleinroth, Herr Dr. Hering und Herr Blättler. Was Sie jetzt zu allerletzt hören wollen, ist wahrscheinlich nur eine mehrstündige politische Ansprache. Da werde ich mich auch etwas zurückhalten, aber ich will beginnen mit Ihrer Frage, was mich jetzt am meisten fasziniert hat. Jetzt wäre ich ja ein schlechter Diplomat, wenn ich sagen würde, da gibt es ein paar Punkte, die mich besonders angesprochen haben. Ich fand bisher die Vielfalt und diese Präzision in den unterschiedlichen Spezialgebieten, das ist das Faszinierende auf dieser Messe. Jetzt will ich gar nicht darauf eingehen, welche Rolle die Grinding Hub für die Branche hat. Sie haben eindrucksvolle Zahlen am Anfang gesehen, aus welchen Ländern wie viele Aussteller kommen, welche Bedeutung auch der Maschinenbau grundsätzlich hat. Die Schleiftechnologie als Teil dieser Maschinen- oder Werkzeugmaschinentechnologie ist natürlich ein Stück weit auch eine Schlüsseltechnologie, um Dinge besser zu machen, um vielleicht auch neue Schritte, neue Technologien überhaupt zu etablieren, um Dinge möglich zu machen, um vielleicht auch in manchen Branchenbereichen des Morgen zu machen. Die branchenspezifischen Besonderheiten, auch das zunehmende oder der Zwang zum Ersetzen von Mitarbeitenden,
in den Betrieben aufgrund des Fach- und Arbeitskräftemangels und dadurch natürlich ganz neue Anforderungen an den Maschinenbau selber, an die Schleiftechnologie selber. Das haben wir gerade auch vorgestellt bekommen von Ihnen, Herr Köbler, von Ihnen, Herr Ranzenberger. Allerdings, und auch dessen oder über dessen muss man sich im Klaren sein, auch dieses Spiel hat irgendwo seine Grenzen. Und Sie gestatten mir, dass ich gesellschaftskritisch mal etwas in die Zukunft blicke. Die Branche wird nur dann weltweit, europaweit Erfolg haben, wenn auf Qualität, wenn auf Leistung geguckt wird. Wir sind kein Billiglohnland, wir werden es nicht schaffen, mit China, was die Massenproduktion angeht, etc. zu konkurrieren. Wir werden es aber nur schaffen oder wir werden es dann schaffen, wenn wir diese Probleme, diese Herausforderungen, die auf uns zukommen, mit höchster Präzision, mit Qualität und mit entsprechender Leistungsbereitschaft annehmen. Und es ist schon fast ein bisschen traurig, sagen zu müssen, dass wir in Deutschland nahezu die einzige Nation sind, auch wenn Sie es jetzt umsetzen, bei der eine Diskussion um eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich 1:1 mitgetragen wird. Wir müssen uns überlegen, wie wir denn bestimmte Bereiche dann zukünftig organisieren wollen. Ich gehe jetzt mal weg von Maschinenbau. Hier kann man mit Technologie relativ viel machen. Das haben Sie auch eindrucksvoll dargestellt. Ich frage mich aber, wie machen wir es in den Bereichen, in denen die menschliche Dienstleistung eine Rolle spielt? Wie machen wir es dann in der Pflege oder in anderen Dingen? Das ist für uns alle momentan sehr weit weg, hat auch gar nichts mit Maschinenbau zu tun, aber das bringt es an die Kante. Das heißt auch die Frage Leistungsbereitschaft, wieder Lust auf Leistung, Lust auf Arbeit und vielleicht auf die Entwicklung von Neuem zu haben, das wird notwendig sein. Und an der Stelle vielleicht noch ein Dank auch an die Messe und an den VDW, hier eine Plattform zu schaffen, um die neuesten Entwicklungen auch aufzuzeigen. Um aufzuzeigen, wo sind auch die Möglichkeiten der Zukunft, aber wo sind auch die Probleme, die wir in der Branche haben. Auf dem Messerundgang ist einiges gesagt worden mit Blick auf die Frage Regulatorik, Bürokratie, politische Rahmensetzungen, was durchaus richtig ist. Und jetzt kann ich nicht für die Kollegen in Berlin reden, wohl aber für die Landesregierung in Stuttgart. Wir haben das verstanden. Wir haben übrigens, um es an einem Vergleich darzulegen, in weniger als einem Monat beginnt hier die Fußball-Europameisterschaft. Und wenn ich jetzt den Vergleich mal hernehme, die Aufgabe der Politik ist es, die Seitenauslinie zu bemalen, die Eckpfosten zu stellen und eine verlässliche und tragfähige Spielregel aufzustellen. Vielleicht noch ein Schiri auf dem Platz. Was aber Politik die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat, alle 2 Meter auf dem Rasenfeld einen Pflock eingeschlagen mit einem Schild drauf, auf dem steht, was der Spieler zu tun hat, wenn er genau diese Rasenfläche erreicht. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Da müssen wir umdenken, so wie Sie umdenken, so wie Sie Maschinenbau auch neu definieren. Und ich glaube, dann wird es was. Und hier eine Plattform zu schaffen, um diese Dinge zusammenzubringen, das wird in Zukunft wichtiger sein denn je. Und viele, die gesagt haben, hey Leute, jetzt haben wir alles auf Online, Digitalisierung, wir brauchen keine Messen mehr. Da würde ich nur eines sagen, der Mensch hat 6 Sinne, manche behaupten von sich, sie haben sogar 7. Auf dem Bildschirm werden nur 2 dargestellt. Und insofern wird dieser Austausch, dieses Miteinander und dieses Vernetzen bleiben. Denn die Zukunft wird eines zeigen, wir werden nur durch neue Technologien die Problemstellungen lösen können, nur durch neue Kooperationen, ein neues Denken auch weitere Fortschritte erreichen können. Und ganz zum Schluss wird das Ganze nur durch höchste Präzision und durch Qualität in einer Wettbewerbsfähigkeit gehalten, die auch in Zukunft für die Lebensstandards sorgen können, die wir uns alle vorstellen. Insofern haben wir sehr viel mitgenommen heute Morgen auf dem Rundgang, sehr viel gesehen, aber auch sehr viel adressiert bekommen an die politische Rahmensetzung, vom A1-Papier bis hin zu PFAS-Regulierung und wissen sehr wohl, auf was es künftig ankommt. Es sind aber positive Signale gesendet, tatsächlich ein leichter Anstieg, Auftragseingänge noch verhalten, aber ich gehe auch davon aus, dass demnächst wieder etwas mehr Mut nach vorne gefasst wird,
Dabei unterstützen wir Sie ganz herzlich. Ich bedanke mich beim VDW, auch bei der Messe und auch bei den Schweizer Kooperationspartnern und wünsche Ihnen allen einen guten Messeverlauf, gute Gespräche, gute Geschäfte und fürs ganze Jahr natürlich viel Erfolg. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Rapp, und auch an alle Redner, die bisher hier auf der Bühne waren. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, wenn es von Ihrer Seite Fragen gibt. Dann ist jetzt Feuer frei. Der Herr Böhm meldet sich. Ja, kommt, Mikrofon kommt. Beim Außenhandel, da hatten wir im Prinzip 2019 hat man noch 1008 eine Milliarde Umsätze und jetzt mal bei 869 Millionen Umsätzen. Woran liegt denn dieser Rückgang? Beim Außenhandel, Ja. meinen Sie jetzt, also beim Genau. Export. Ja, genau, ja. Das Mikrofon bitte. Naja, es liegt daran, dass es zurückgegangen ist. Woran oder warum geht es zurück? Weil Märkte sich verändern und verschieben. Wir sehen, dass zum Beispiel der Markt in China seit Jahren rückläufig ist. 2019 war das letzte Jahr vor Corona. Da war China noch ein relativ starker Markt. Corona-bedingt war die erste starke Delle. Und jetzt kommt die wirtschaftliche Entwicklung in China dazu. USA war zwischenzeitlich mal deutlich höher, ist jetzt auch wieder zurückgefallen, verglichen 23 bis 22. Und das sind die beiden größten Auslandsmärkte, die wir haben. Und natürlich sind auch die Länder der Europäischen Union für uns Exportmärkte. Und die befinden sich gerade in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, wie wir in Deutschland auch. So, und damit habe ich im Prinzip 80% der Exportmärkte abgedeckt. Und dann erklärt das einen Rückgang von 10 oder 15%. Okay. Gibt es noch eine Nachfrage? Gäbe es da gegebenenfalls auch technologische Erklärungen, dass man weggeht von Automotoren, die relativ schleifintensiv waren, hin zu Elektromobilität? Oder spielt das eine untergeordnete Rolle? Es spielt eine Rolle auf allen Märkten, aber auch für Elektromobilität brauchen Sie einiges an Schleiftechnik. Das Volumen ist nicht ganz 1:1, aber es ist auch relativ hoch. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, das gilt für USA, in Abstrichen auch für China, dass nochmal eine letzte, vermutlich letzte Welle Investitionen in konventionelle Motorentechnologie geflossen ist. Also das würde jetzt noch nicht alleine den Rückgang um 15% erklären. Wenn Sie gestatten, dann würde ich noch mit einem Gedanken ergänzen. Wir haben natürlich auch die Situation, dass gerade in China zunehmend Technologien übernommen werden. Das heißt, die gehen in die eigene Produktion in ganzen Bereichen. Und wir haben auch die Situation, dass nicht wenige Hersteller bzw. Maschinenbauer auch dem Markt folgend, Hintergrund jetzt mal IRA in den USA, den größeren Firmen, das heißt ihrem Markt, mehr oder minder hinterhergehen und der Export natürlich dann nicht mehr aus Deutschland heraus stattfindet, sondern gleich dort produziert wird. Auch das spielt eine Rolle. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe jetzt keine mehr. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Bevor wir nun zur feierlichen Eröffnung kommen, das heißt zum Ribbon Cutting, bedanke ich mich nochmals bei Ihnen allen für die Teilnahme und die Diskussion bzw. die Fragen. Für die Medienvertreterinnen und Vertreter noch der Hinweis, dass Sie alle Unterlagen der Pressekonferenz auf der Grinding Hub Webseite unter www.grindinghub.de im Pressebereich finden.
Für alle Fragen rund um die Veranstaltung, jetzt hier während der Laufzeit, finden Sie uns im Pressezentrum am Eingang West. Und wenn Sie zur Veranstaltung auf Social Media posten, freuen wir uns, wenn Sie Ihre Beiträge mit der Grinding Hub Community unter dem Hashtag Grinding Hub teilen. Zum guten Schluss möchte ich nicht versäumen, Ihnen unser Maskottchen Hubi, dort in der Ecke, treten Sie vielleicht mal ein wenig hervor, vorzustellen. Er wird alle Tage auf der Messe unterwegs sein und wenn Sie ihn sehen, machen Sie Fotos, machen Sie Selfies mit ihm gemeinsam und posten sie in den sozialen Medien. Dann darf ich alle Redner hier nach vorne vor die Pressewand bitten zum Ribbon Cutting. Bitte schön. Und bevor wir dann mit dieser Handlung abschließen, bleibt mir Ihnen allen eine gute und erfolgreiche Messe zu wünschen. Und bevor Sie in die Halle gehen, stärken Sie sich hier bei uns noch mit einem kleinen Imbiss. Herzlichen Dank.